Amen. Amen. During this week, Während dieser Woche we're going to be studying the subject of the third angel's message, werden wir das Thema der dritten Engelsbotschaft studieren. and we're going to see its relationship to the binding off. Und wir werden die Verbindung zwischen der dritten Engelsbotschaft und der Zeit des Bindens sehen. So that's going to be the topics that we're going to be discussing. Das sind die Themen, die wir studieren werden. But before we do that, Aber bevor wir das nun tun, I just want to make some introductory remarks. möchte ich eine Einführung geben. For many years, we've understood the messages from Daniel chapter 8. Für viele Jahre verstehen wir nun schon die Botschaften aus Daniel 8. I'm not sure how many of you are new to this message, Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele neu in dieser Botschaft von euch sind, but as Adventists, we're all familiar with Daniel 8, 13 and 14. aber als Adventisten sind uns allen Daniel 8, die Verse 13 und 14 bekannt. But what some of us are not familiar with Aber was wahrscheinlich nicht so bekannt ist, is that if you run through the visions of Daniel 2, 7, 8, 9 and 11, dass wenn man durch die Vision von Daniel 2, 2, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10 and 11, 10 und 11 geht, what you begin to see under the surface dass man, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, dann sieht man, is that in the Hebrew there are various words that are used to describe the visions that are being mentioned. dass es dort verschiedene hebräische Worte gibt, mit denen die im Deutschen oder auch im Englischen als Vision übersetzt wurden. And when we consider the work of the third angel, Und wenn wir jetzt die Arbeit des dritten Engels anschauen, we really need to understand the relationship between these visions. dann müssen wir die Verbindung dieser verschiedenen Visionen oder Arten der Visionen verstehen. So when we come to Daniel 8:13, Wenn wir jetzt nun zu Daniel 8, Vers 13 kommen it speaks about the daily and the abomination of desolation. und es über It speaks about the daily and Und- the abomination that maketh desolate. und es über das tägliche und das Gräuel der Verwüstung spricht And it says, how long is the sanctuary and the host going to be trampled underfoot? und es uns sagt, wie lange wird das Heiligtum und auch das Heer unter den Füßen zertreten werden, We know that the answer to this question is 2,300 years. dann wissen wir, dass die Antwort zu dieser Frage 2300 Tage sind oder Jahre. But what we're not familiar with Aber was nicht bekannt ist, is that just under the surface, dass unter der Oberfläche, there are two visions that are being given to Daniel. dass es zwei Arten von Visionen Daniel hier gegeben werden. Now, the only way that you're able to decipher this Und die einzigste Art, wie wir das jetzt entziffern können, is by carefully studying the word vision indem wir das Wort Vision sehr bedacht studieren. and tracing this word through Daniel chapter 8 through to Daniel chapter 12. Tracing. Und wenn wir wir müssen dieses Wort hinterherfolgen, bitte? Nachverfolgen durch Daniel 8, all the way from Daniel 8 to. From Daniel 8 to Daniel 12. Von Daniel 8 bis Kapitel 12 hinterherfolgen. So I just want to draw this on the board. Das möchten wir jetzt hier auf der Tafel festhalten. In Daniel chapter 8, In Daniel Kapitel 8, we have the vision. 3 or 1 Vision? Daniel chapter 8, we have the vision In Daniel 8 haben wir die Vision of the 2,300 days. der 2300 Tage. And we know that it begins in the year 457 Und wir wissen, dass es im Jahre 457 vor Christus beginnt and ends in the year 1844. und im Jahre 1844 nach Christus endet. Now, if we were to check the word that's used in this chapter for vision, Und wenn wir jetzt nachforschen, welches Wort für Vision in diesem Kapitel benutzt wird, you'll see that it comes from the word hazon. dann sehen wir, dass es das Wort Chason benutzt wird. After being given this vision, Pardon me? after being given the vision, Und nachdem die Vision gegeben wurde, Daniel wants to understand what it means. möchte Daniel verstehen, was dies bedeutet.
As you know, this is nearing the end of the 70-year captivity. Wie wir wissen, ist das am Ende der 70-Jahr-Zeitperiode der Gefangenschaft. And Daniel is expecting that the captivity is about to end. Und Daniel wird aufmerksam darauf, dass diese Gefangenschaft, die 70 Jahre, bald enden werden. And he's well aware that once the captivity ends and they return to Jerusalem, the sanctuary will be reinstalled and cleansed. Und er ist bewusst darüber, dass wenn die 70 Jahre zu Ende gehen, dass das Volk zurück nach Jerusalem gehen wird und das Heiligtum wieder aufgebaut werden würde. But as we're approaching the end of the 70 years, he's given this vision that says, Aber als wir jetzt nun zum Ende dieser 70 Jahre kommen, wird ihm diese Vision gegeben, the sanctuary won't be cleansed for 2,300 days or years. dass das Heiligtum erst in 2300 Tagen oder Jahren gereinigt werden würde. And as you can imagine, he becomes very distressed about this. Und wie ihr euch vorstellen könnt, stresst ihn das sehr oder bekümmert ihn das sehr. So as he begins to inquire about the meaning of this vision, Als er nun jetzt anfängt, über diese Vision nachzufragen, Christ instructs Gabriel the angel gibt Jesus Gabriel die Anweisung, to tell Daniel the meaning of the vision. Daniel die Bedeutung dieser Vision deutlich zu machen. But it's not the vision that we might think. It's not this 2,300-year vision. Aber es ist nicht die Vision, die wir denken, also die 2300 Tage. You're familiar with Daniel 8:14, Ihr seid bekannt mit Daniel 8, Vers 14, when it talks about the cleansing of the sanctuary, wo es darum geht, über die Reinigung des Heiligtums, that we understand to occur on the Day of Atonement. was wir kennen oder bewusst sind, dass das der Tag der Versöhnung auch darstellt. So just under the surface, as I've just mentioned, So, wenn wir jetzt unter die Oberfläche schauen, wie ich gerade erwähnt habe, at the end of the 2,300 days, Daniel sees the high priest am Ende der 2300 Tage sieht Daniel den hohen Priester, cleansing the sanctuary on the Day of Atonement. das Heiligtum reinigen am Tag der Versöhnung. And if you do a careful study of these chapters of Daniel, Und wenn wir nun behutsam diese Kapitel in Daniel studieren, you'll see that the name of the vision that's being used here is the Mareh vision. dass der Name oder das Wort, was hier für Vision benutzt wird, ist das Wort Mareh. Now, this isn't just an issue that's related to the book of Daniel. Und dies bezieht sich jetzt nicht nur auf das Buch Daniel. The relationship between these two visions Die Verbindung oder der Verbindung zwischen diesen zwei Arten von Vision, is something that we need to have clarity on, dies müssen wir verstehen, das muss uns klar sein. particularly when we come to discuss the issue of the third angel's message. Im Speziellen, wenn wir dazu kommen, die dritte Engelsbotschaft zu studieren. You know, within Adventism, there are many people who claim to understand the work of the third angel, Und wir wissen, dass im Adventismus viele behaupten von sich, die Arbeit des dritten Engels zu verstehen. but it's our contention that very few people actually understand the message that they're required to give. Contention. It's our argument, our point of view. Okay, aber unser Argument ist, dass es eigentlich sehr wenige Adventisten eigentlich nur verstehen die Arbeit des dritten Engels. So as we go through this series this week, hopefully you'll begin to see this. Und während wir jetzt durch unsere Präsentation diese Woche gehen, hoffe ich, dass dies noch verdeutlicht wird. So this week's presentations So, die Präsentation, die wir diese Woche haben, are going to be looking at the relationship between the Hazon and the Mareh vision. werden wir die Verbindung zwischen der Vision, die Chasson heißt, und die Vision oder das Wort Mareh werden wir uns anschauen. And when we speak about the third angel, Und wenn wir über den dritten Engel sprechen werden, we're going to see that the third angel is related to the Mareh vision. dann sehen wir, dass der dritte Engel in Verbindung mit dieser Mareh-Vision steht. And we're going to see that the first and second angel's messages Und wir werden sehen, dass der erste und zweite Engelsbotschaft are related to the Hazon vision. in Verbindung stehen mit der Chasson oder Chasson-Vision stehen. Our focus is the third angel's message this week. Unser Fokus ist jetzt die dritte Engelsbotschaft diese Woche. But if you don't understand the relationship between the first, second and third angel's messages and these two visions, Aber wenn ihr nicht die Verbindung versteht zwischen ersten, zweiten und der dritten Engelsbotschaft und der zwei Visionen, you'll never have clarity on the subject of the book of Daniel or the book of Revelation. dann wird man nie Klarheit über das Buch Daniel und die Offenbarung erhalten.
Now, these two visions, the Hazon and the Mareh, Nun, diese zwei Arten von Visionen, die Chason und die Mareh, are a repeating theme through the book of Daniel and in many other books of the Bible. ist ein Thema, das sehr oft im Buch Daniel, aber auch in den anderen Büchern der Bibel wiederholt wird. But there's another vision that's brought to view in the book of Daniel, Aber es gibt noch eine Art Vision im Buch Daniels, and it's brought to view in chapter 10. und diese sehen wir im Kapitel 10. In the Hebrew, many words have gender associated with them. Im Hebräischen gibt es viele Worte, die mit einem Geschlecht in Verbindung stehen. Danke. This word Mareh Dieses Wort Mareh is a masculine word. ist die männliche Form. Now, in the chapter 10 of the book of Daniel, Nun im Kapitel 10 von Daniel there's another word used for vision in that chapter, gibt es ein weiteres Wort, was als Vision übersetzt wird, which is the Marah vision. welches die Mara-Vision ist. And this is the feminine version. Und dies ist die feminine Form, And weibliche Form. we need to understand the relationship between these two words as well. Und wir müssen die Verbindung zwischen diesen zwei Arten der Vision auch verstehen. Our purpose this week is not to discuss these visions, Unser Hauptthema ist jetzt nicht diese Woche diese Vision zu studieren. There are studies that are already on the internet that deal with these subjects. Im Internet sind schon Videos online, wo man sich dieses Studium anschauen kann. But if you don't understand the relationship, particularly between the Hazon and the Mareh, Aber wenn ihr nicht diese Verbindung versteht zwischen der Chason und der Mareh, the issue of the binding off becomes a problematic subject. dann wird dieses Thema, diese Zeit des Bindens, wird sehr kompliziert. Now, these two visions have characteristics that are associated with them. Diese zwei Visionen, diese Arten haben verschiedene Charaktereigenschaften, die sie mit sich ziehen. And you can see these characteristics as you work through the chapters of the book of Daniel. Und man sieht diese Charaktereigenschaften, während man durch die Kapitel in Daniel studiert. So I just want to, in a really simple way, explain the characteristics between these two visions. Okay, ich möchte jetzt in einer einfachen Art und Weise die Charaktereigenschaften dieser Vision aufzeigen. Does it work better if you write in German or shall I write in English? Doesn't matter. Okay. German or English? So we're going to characterize the Hazon vision as the problem. Okay, wir möchten jetzt die Chason-Vision die Charaktereigenschaft hinzufügen, und die erste ist, dass sie das Problem ist. And the Mareh vision is the solution. Und die Mareh-Vision ist die Auflösung. Now, when we think about this problem, Wenn wir jetzt über dieses Problem nachdenken, it has two characteristics associated with it. dann sind da zwei Charaktereigenschaften, die in Verbindung mit diesem Problem stehen. The rise and fall of nations Das Aufkommen und das Herniederfallen von Nationen and punishment upon God's people. und die Strafe, Dankeschön, die Strafe auf des Volkes Gottes. When you look at this vision, the Hazon vision, Wenn wir jetzt uns die Chason-Vision anschauen, not only in the book of Daniel, but anywhere in the scriptures, anywhere, nicht nur im Buch Daniel, sondern auch sonst wo in der Bibel, you'll see that it has either one or both of these characteristics. sieht man entweder diese eine oder auch die zwei anderen Charaktereigenschaften, die dabei stehen. So in your Bible studies, When you study your Bible? so when you're studying your Bible, Also wenn ihr jetzt eure Bibel studiert, if you're reading a parable wenn ihr ein Gleichnis liest or a story, oder eine Geschichte, and in that narrative you see one of these two characteristics, und in dieser Abfolge ihr eine von diesen beiden Charaktereigenschaften seht, either the rise and fall of nations or the punishment of God's people, also entweder das Aufkommen oder das Niederfallen von Nationen, oder wenn ihr die Gottesvolk gestraft seht, then you'll know you're dealing with the Hazon vision.
dann könnt ihr nun wissen, dass ihr hier es mit der Chason-Vision zu tun hat. And the Hazon vision has a connection to the first and second angels' messages. Und die Chason-Vision hat eine Verbindung zu der ersten und zweiten Engelsbotschaft. Now, in that story, if you read how God responds to that situation, Und wenn ihr jetzt in dieser Geschichte liest, wie Gott auf diese Situation antwortet, which I'm calling the solution, was ich hier die Lösung nenne, then you know you're dealing with the Mareh vision, dann wisst ihr, dass ihr hier mit der Mareh zu tun habt, the third angel. mit dem dritten Engel. So this is just a brief introduction So dies ist jetzt nur eine kurze Einführung of the first, second and third angels' messages, der ersten 3 Engelsbotschaften, of the Hazon and the Mareh vision, der Chason- und Mareh-Vision, with simple definitions for them, mit einfachen Definierungen. and it's my contention, my argument that you need to understand this thoroughly Und es ist mein Argument oder mein Ansehen, dass wir dies sehr deutlich oder sehr gut verstehen müssen, in order to understand the Mareh vision. um die The Mareh vision. Mareh-Vision zu verstehen. We're going to read a statement, probably in the next presentation or the third presentation, In den weiterfolgenden Präsentationen werden wir noch ein Statement, ein Zitat lesen, which is a definition of the sealing. welches die Versiegelung erklärt. And we're going to see that the definition of the sealing is an intellectual and a spiritual settling into the truth. Und wir werden erkennen, dass die Versiegelung eine intellektuelle und eine geistliches Festsetzen oder festgegründet sein in der Wahrheit ist. As we consider that statement Und wenn wir dieses Zitat uns anschauen werden and how we lay this truth over the first, second and third angels' messages, und wie wir es über die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft legen werden, hopefully it will become clear the relationship between the Mareh and the Marah vision. dann wird hoffentlich die Verbindung zwischen der Mareh und der Marah deutlich werden. So I've identified the Mareh vision as the solution, Wir haben jetzt schon festgehalten, dass die Mareh-Vision die Lösung ist. and I'm going to further add that this is God's response. Und ich möchte noch da hinzufügen, dass dies auch Gottes Antwort ist. And when God responds to this problem, Und wenn Gott Antwort auf das Problem gibt, his people sein Volk, will have an experience. wird sein Volk eine Erfahrung erfahren. So this is the relationship between these 3 visions. So dies ist nun die Verbindung zwischen diesen 3 Arten von Vision. God's people have sinned, Gottes Volk hat gesündigt, so they're going to be punished. so sie werden bestraft. During that punishment, Und während dieser Strafe nations will come into prophetic history, werden Nationen in die prophetische Geschichte eingehen. and at the end of that story, Und am Ende dieser Geschichte God will deal with the problem. wird Gott sich um dieses Problem kümmern. And when God deals with this problem, Und wenn Gott sich mit diesem Problem abgibt oder kümmert, his people will have an experience. dann wird sein Volk eine Erfahrung So erfahren. this is the relationship between these 3 visions as they interact with the 3 angels' messages. So dies ist die Verbindung dieser 3 Arten der Vision, auch in Verbindung mit den 3 Engelsbotschaften. And there's one more piece of information that you need to become familiar with, Und jetzt gibt es noch eine kleine Information, die ich geben muss, mit der ihr euch vertraut machen müsst. It's connected to this, but not directly. Steht mit diesem Verbindung, aber auch nicht wirklich. It's to do with the issue of parables. Geht hier um das Thema der Gleichnisse. I'm suggesting that God's people have misunderstood the role of parables. Ich möchte hier argumentieren, dass Gottes Volk ein Missverständnis über die Rolle der Gleichnisse hat. Not only do we not understand the purpose of parables, Nicht nur verstehen wir nicht die Bedeutung der Gleichnisse, we haven't understood the extent that they're used in the scriptures. aber wir haben auch nicht die Größe vor Augen, die sie in der Bibel spielen. Parables are used extensively through the scriptures, Gleichnisse werden sehr viel in der Bibel benutzt. and today I would define parables
as being prophecy. Und heute möchte ich die Gleichnisse gleichsetzen mit der Prophetie, also dass Gleichnisse Prophetie sind. So when we discuss the issue of prophecy, Also wenn wir jetzt das Thema der Prophetie diskutieren and prophecy is being dealt with in these visions, und in diesen Visionen geht es um die Prophetie, you'll see that this is nothing more than parable teaching. dann werdet ihr sehen, dass dies nichts anderes ist, als in Gleichnissen zu sprechen. And we all know that parable teaching was the methodology that Christ used. Und wir wissen, dass Jesus oder Christus in Gleichnissen geredet hat, When he was delivering the everlasting gospel to the Jews. um das ewige Evangelium den Juden rüberzubringen. So when we speak about the everlasting gospel today, So, wenn wir nun über das ewige Evangelium heute reden and we discuss it in the framework of prophecy, und wir es im Rahmen der Prophetie anschauen, we're using the same methodology as Christ did, dann benutzen wir die gleiche Mythologie, wie Christus and tat. this is nothing more than the everlasting gospel, Und dies ist nichts anderes als das ewige Evangelium. which, as you know, is in agreement with Revelation 14, verse 6, Und wir wissen, dies stimmt überein mit Offenbarung 14, Vers 6, where we're told the first angel's message is the everlasting gospel. wo uns gesagt wird, dass die erste Engelsbotschaft das ewige Evangelium ist. You need to become comfortable with how to interpret and how to use parables. Wir müssen uns daran gewöhnen, wie wir again, please. You need to become familiar Okay, wir müssen uns damit vertraut machen, of how to identify and how to interpret parables. wie wir Gleichnisse interpretieren können. And it begins with an understanding of the purpose of parables. Und dies beginnt, indem wir verstehen, warum es Gleichnisse gibt, warum sie da sind. Again, there are presentations available that discuss this. Um es nochmal zu wiederholen, es gibt auch hier Videos oder Präsentationen, die dies erklären. Although I recognize that I don't think they're actually in German. Und mir fällt gerade ein, dass ich glaube, die sind nicht auf Deutsch. But as you study Matthew chapter 13 and Luke chapter 4, Aber wenn man Matthäus 13 und Lukas 4 studiert, you'll see that Christ explains why he teaches in parables. dann wird man erkennen, warum Jesus in Gleichnissen gesprochen hat. Now, this issue about these visions and the parable teaching methodology So, dieses Thema über die Vision und auch über die Gleichnisse, wenn man das studiert, is the preamble or the introductory information that you need to have das ist sozusagen die Einführung von Informationen, die man braucht, in order to understand the binding off or the work of the third angel. um die Arbeit oder die Zeit des Bindens, aber auch die Arbeit des dritten Engels zu verstehen. Okay, so we're almost going to get to your notes, but not quite. Wir werden jetzt fast zu den Notizen kommen, aber noch nicht ganz. When these notes are put together, they often are weeks or months in advance. Oft, wenn man diese Notizen herstellt und zusammenbringt, dann ist das Wochen und Monate vorher. And sometimes you see information that you need to add, which doesn't get put together into the notes. Und manchmal merkt man dann, dass es noch ein paar Informationen gibt, die man noch mit hineinbringen möchte in die Notizen. Unfortunately, that's the case this morning. Und das ist heute Morgen passiert. So I've got some notes to read to you, Also ich habe jetzt hier ein paar Zitate, die ich mit euch lesen möchte. and I think they're going to come up on the screen, but most of them are still in the English. Okay, sie werden wahrscheinlich hier angezeigt werden, aber weitgehend werden die meisten noch in Englisch sein. So all you really need to do is just get the references, but we're only going to read a few sentences from these passages. Okay, was ihr einfach machen könnt, ihr könnt einfach die Quellenangaben euch aufschreiben und wir werden nur ein paar verschiedene Sätze aus diesen Zitaten lesen. Am I okay to rub this off? Kann ich das hier wegwischen? In the year 1909, Im Jahre 1909 there's warfare raging in the church. there's, Warfare. da ist Krieg in der Gemeinde. And it's primarily based upon the issue of the daily. Und hauptsächlich ging es darin um das Tägliche. There's a general conference that year, Und in diesem Jahr gab es eine Generalkonferenz and Ellen White is trying to deal with this issue. und Ellen White versuchte sich darum zu kümmern, um dieses Problem, das herrschte. Now, if you're familiar with the issue of the daily,
Und wenn ihr jetzt euch dieses Problem mit dem täglichen vertraut ist, I don't mean the rights and wrongs of which view is correct. ich meine jetzt nicht die Argumente pro und dagegen, What I mean is how Ellen White deals with this issue. sondern eher wie Ellen White dieses Problem behandelt hat oder mit umging, You know that her purpose is to diffuse the argument. dann werdet ihr sehen, dass ihre Art und Weise, wie sie damit umging, war diffuse. To try and calm it. Okay, mehr oder weniger diese Argumente, die aufkommen, zu verwässern oder zu schlichten, ja. Danke. This issue of the daily isn't just lay people having a discussion or a Bible study, the laity, Laity. just normal church members. It's not about normal church members, it's about the leaders. Okay, also es ging nicht nur um die normalen Mitglieder der Gemeinde, sondern es ging hier um die Leitung. This is an argument that's at the highest level of the church. Also es ist ein Argument, das von der höchsten Rängen der Kirche kam. And if it isn't dealt with correctly, the church is going to fragment. Und wenn mit dem nicht richtig umgegangen wird, dann würde die Gemeinde in Teile zerbrechen. These are not the dynamics that we are dealing with today when we consider the subject of the daily. Das ist jetzt nicht die Dynamik, mit der wir uns abgeben, wenn wir heute das tägliche studieren. So Ellen White's solution to the problem So Ellen Whites Lösung zu dem Problem is to get the leadership of the church to focus on other work. Sie möchte, dass die Leitung der Gemeinde sich auf andere Arbeit fokussiert oder konzentriert. So at this general conference, So während dieser Generalkonferenz she reads a number of manuscripts to them in presentations, liest sie einige Manuskripte vor in den Präsentationen explaining what the work that they should be doing. und in diesen erklärt sie, was eigentlich die Arbeit wäre, die sie tun sollten. Now in the midst of this statement, Und in der Mitte dieses Statements oder dieser Aussage we're going to see how she uses the work of the third angel werden wir sehen, wie sie die Arbeit des dritten Engels benutzt and its relationship to the binding off. und die Verbindung des dritten Engels zu der Zeit des Bindens. After the general conference session, Nach der Generalkonferenz, which was in the east, she begins to travel west back home. welche im Osten war, und sie reist dann zurück in den Westen, wo sie lebte. She has a number of meetings with conference committee members. Da hat sie einige Meetings oder Treffen mit Mitgliedern des Komitees. And she further develops her argument about how to resolve this issue. Und sie führt ihre Argumente noch weiter aus, wie man dieses Problem lösen kann. The only reason we're reading these passages Und der Grund jetzt, warum wir diese Argumente lesen oder diese Passagen lesen werden, is because they're going to serve as an introduction, show us. because they will serve as an introduction Okay, sie werden uns als Einführung dienen to our subject of the binding off. Unseres Themas, nämlich der Zeit des Bindens. So before we read this, So, bevor wir nun das lesen, I'm going to use the letters BO to define binding off throughout this week. okay, dann ich werde hier die Buchstaben B, O benutzen, um die Zeit des Bindens zu verdeutlichen. And I want to use a definition for the binding off. Und ich würde, excuse me again. This is the definition that we have for the binding off. Okay, das ist die Definition, die wir für die Zeit des Bindens haben oder benutzen. This is a simple dictionary definition. Dies ist eine einfache Lexikonsdefinition. So the binding off is just a conclusion. Okay, die Zeit des Bindens ist nur die Zusammenfassung, das Endergebnis. Or the summary. Oder ja, die Zusammenfassung. It's nothing more than that. Es ist nichts mehr als das. But when you begin to see this, Aber wenn man nun dies anfängt zu sehen, it's going to clear up a lot of things and maybe even change the way you view the everlasting gospel. wird es viele Sachen klar werden lassen und sogar vielleicht die Sichtweise, die ihr hattet über the third angel? The everlasting gospel. Ah, It okay. will change your view. Of, Oder es wird sogar die Sichtweise, die ihr vielleicht über das ewige Evangelium hatte, verändern. now, when I was at school Als ich zur Schule ging
and we were told to write papers or essays. und wo wir dann Aufsätze hätten schreiben sollen. We were told to break down the document into 3 sections. Dann wurde uns gesagt, dass wir das Dokument in 3 Teile unterteilen sollen. So in Germany it's the same way, I can see. Ich sehe, dass hier in Deutschland das Gleiche ist. We have the Gleiche Regel. introduction, Wir haben eine Einführung, the body, dann haben wir den Körper, and the conclusion. pardon? Hauptteil in Deutsch und dann die Zusammenfassung. So we would say, tell them what you're going to say, Also man würde sagen, sag ihnen, was du zu sagen hast, say it, sage es and repeat what you've said. und wiederhole das, was du gesagt hast. And it's important to understand Und es ist wichtig zu verstehen, that the conclusion dass die Zusammenfassung or a summary oder die Zusammenfassung is a repeat of what you've already said. ist eine Wiederholung von dem, was du schon gesagt hast. So if we put this into the form of the everlasting gospel, Wenn wir das jetzt in die Formel des ewigen Evangeliums setzen, you can see that this is the first, second, and third angels' messages. dann seht ihr, dass dies die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft ist. Now, without even going to the spirit of prophecy, Sogar wenn man jetzt nicht den Geist der Weissagung benutzt, now I understand this isn't proving anything, this is just using simple logic. ich weiß, dass dies jetzt hier nichts beweist, es ist nur das Benutzen von einfacher Logik, But we're going to see that Ellen White confirms that this is correct. aber wir werden sehen, dass Ellen White dies bestätigt. You can see here Wir können hier sehen, that the introduction dass die Einführung plus the body plus den Hauptteil is the same ist das gleiche as the conclusion, wie die Zusammenfassung. because the conclusion is a summary of what you've already said. Denn die Zusammenfassung ist ja eine Zusammenfassung von dem, was du schon gesagt hast. So if you see this in the form of the everlasting gospel, Wenn wir das jetzt in der Formel des ewigen Evangeliums sehen, you'll see that the third angel's message, dann sehen wir, dass die dann sehen wir, dass die dritte Engelsbotschaft is nothing more than a repeat of the first and the second. nichts anderes ist als die Wiederholung von der ersten und zweiten Engelsbotschaft. If we don't understand that concept, Wenn wir dieses Konzept nicht verstehen, many things don't make any sense. dann machen viele Dinge keinen Sinn. So when Ellen White says that justification by faith is the third angel's message in verity, Wenn wir nun sagen, dass Ellen White beschreibt, dass der dritte Engelsbotschaft the third angel message is in truth, in verity. Oh, Say start again. again. Justification by faith Okay, dass Gerechtigkeit durch Glauben is the third angel's message die dritte Engelsbotschaft ist, in verity or in truth. in Wahrheit, in Deutlichkeit. People use that statement Menschen benutzen dieses Argument oder diese Aussage as a weapon against this message. als eine Waffe, Dankeschön, gegen diese Botschaft. But I've discovered, Aber mir wurde klar, and hopefully we'll come to the same conclusion, und ich hoffe, dass wir zum gleichen Entschluss kommen, that this is one of the best defense for this message. dass dieses Argument eines der besten Waffen für die Botschaft ist. Especially when you begin to understand the relationship of the 3 angels. Speziell, wenn man die Verbindung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft erkennt. When you see that the third angel is nothing more than a combination of the first 2. Wenn man sieht, dass der dritte Engel nur eine Kombination von den ersten 2 Engeln ist. We've already said Wir haben schon gesagt, that this is the Hazon vision, dass dies die Chasson-Vision ist and this is the Mareh. und dies die Mare. You'll begin to see, hopefully, why you need to understand what these visions are about and the relationship to the everlasting gospel. Und ich hoffe, ihr werdet sehen, was die Verbindung zwischen diesen beiden ist und ihre Verbindung oder auch zum ewigen Evangelium. The logic is simple to see, Die Logik ist einfach zu sehen, but as is always with this message, aber so wie es immer in dieser Botschaft ist, the conclusions are profound. die Zusammenfassung oder der Schluss ist grundlegend oder frontal, also wunderbar. Ja, When I've sinnbildlich. had discussions with people, Wenn ich mit Leuten diskutiere, all of you are very nice,
alle von euch, ihr seid alle sehr lieb, because you have let me get away with an awful lot. denn ihr habt mich durchgehen lassen mit vielem, was ich hier angeschrieben habe. And nobody's objected. Und niemand hat was dagegen gesagt. Because I don't know if you see the consequences of doing things like this. Weil ich weiß noch nicht, ob ihr seht, was die Konsequenz von dem ist, wenn man das so macht. Or perhaps you actually agree with it. Oder vielleicht tut ihr sogar damit übereinstimmen. But people who oppose this message Aber Menschen, die diese Botschaft ablehnen und dagegen arbeiten, see this as entrapment. sehen dies als Entrapment, When you trap people. Fallen, ja, als eine Fallenstellung oder Falle, die gestellt wurde. If they're clever, Wenn sie jetzt clever sind, they'll see you going through these steps dann sehen sie, dass du durch diese Schritte hindurchgehst and they see where it's headed. und sie sehen, wo es hinführt. And they say, well, let's stop. We don't want to go any further. Und sie sagen, lasst uns hier anhalten und nicht weitergehen. The reason why these things are important, Der Grund, warum diese Dinge wichtig sind, again, we're going to hopefully get through the material and see this week, und wiederholt, ich hoffe, dass wir durch das Material durcharbeiten können diese Woche und das erkennen können. when we think about the gospel, Wenn wir uns über das ewige Evangelium oder über das Evangelium Gedanken machen, we say the first, second and third angels' messages are the everlasting gospel. dann sagen wir, dass die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft das ewige Evangelium ist. And that's true. Und das ist richtig. So I've done it as an equation. 1 plus 2 plus 3 is the everlasting gospel. Also hier ist jetzt eine Aufrechnung, also 1 plus 2 plus 3 ist gleich das ewige Evangelium. Simple to see. Einfach zu sehen. But you see that is not the same as this. Aber wenn ihr seht, dann ist das nicht das gleiche wie dort. Because here, Denn hier, I've said that this is the everlasting gospel. denn ich habe gesagt, dies ist das ewige Evangelium. Therefore, this is the everlasting gospel. Und deswegen ist auch dies das ewige Evangelium. That's why Ellen White would say that this is justification by faith in verity. Das ist, warum Ellen White gesagt hat, dass dies Gerechtigkeit durch Glauben ist und dass es wahr ist. So if this is justification by faith, Wenn dies nun Gerechtigkeit durch Glauben ist, then you know that this is also. dann wisst ihr, dass dies auch das Gleiche ist. And this would cause people problems Und dies verursacht Probleme mit Menschen, because people don't accept that the first and second angels' messages would be justification by faith in verity or in truthfulness. denn Menschen stimmen damit nicht überein, dass die erste und zweite Engelsbotschaft Gerechtigkeit durch Glauben ist. Now, I'm not sure why they don't think that. Und ich weiß nicht genau, warum sie das so glauben. Well, I do know it's because they haven't worked through this issue. Okay, ich weiß warum, weil sie dieses Material oder dieses Thema noch nicht durchgearbeitet haben. Each of us have to be very careful Jeder von uns muss sehr vorsichtig sein, about breaking rules. Regeln zu brechen. And we love breaking rules. Und wir lieben es, Regeln zu brechen. The biggest rule that we love to break Die Regel, die wir am meisten lieben zu brechen, ist is rule number 14. die Regel Nummer 14. We love to copy people. Wir lieben es, Menschen zu kopieren. And we hate to think for ourselves. Und wir mögen es nicht, für uns selbst zu denken. And when you copy people for long enough, Und wenn man Menschen für lang genug kopiert, all you can ever see alles, was man nur sehen kann dann, is that the third angel's message is justification by faith in verity. ist, dass die dritte Engelsbotschaft Gerechtigkeit durch Glauben ist und dass dies wahr ist. And if someone like me says, actually, the first and second angels are also justification by faith in verity, Und wenn man mich dann sieht, dass ich sage, dass die erste und zweite Engelsbotschaft auch Gerechtigkeit durch Glauben ist, people say it cannot be so, you're wrong. dann sagen die Menschen, ja, das kann nicht sein, du bist falsch. And I'd say, on what basis do you say I'm wrong? Und dann sage ich, ja, was denkst du denn, was ist der Grund dafür, dass ich falsch bin? Because they'd say, my teacher told me. Und dann würden sie sagen, ja, weil mein Lehrer mir das so beigebracht hat. So, we've so far looked at the three visions that we need to understand. Soweit haben wir nun die 3 Arten von Visionen angeschaut und wissen, dass wir die verstehen müssen. I've discussed the issue of parable teaching and how vital it is. Wir haben das Thema über die Lehre der Gleichnisse und wie essentiell es ist geredet. So in your booklets,
if you just skim through everything, all the material that's in this booklet, Wenn ihr jetzt durch dieses ganze Material, was in eurem Handbuch seht, einfach so durchblättert, without even looking through the material, I can tell you that it's all about parables. ich kann euch sagen, dass wenn ihr noch nicht mal die Dinge da drin lest, sondern einfach nur so durchgeht, dass alles da drin Gleichnisse sind. The way Christ delivered the everlasting gospel is through parables. Die Art und Weise, wie Christus das ewige Evangelium den Menschen brachte, war durch Gleichnisse. And we're using the same methodology. Und wir benutzen die gleiche Methode. Then we've looked at the definition of the binding off. Dann haben wir die Definition der Zeit des Bindens uns angeschaut. It's the conclusion. Und dies ist die Zusammenfassung. And then I used logic. I didn't use inspiration. Und dann benutze ich Logik, nicht die Inspiration, To show the relationship between the first, second, and third angels' messages. um die Verbindung zu zeigen zwischen den ersten, zweiten, dritten Engelsbotschaft. So that's how far we've got so far. Das ist jetzt so weit, wie wir gekommen sind. So we're going to read some statements now Nun möchten wir einige Aussagen lesen. from the year 1909. Vom Jahre 1909. Statements that were read out at the General Conference Argumente, die bei der Generalkonferenz vorgelesen wurden. and at some committee meetings after the General Conference. Und auch auch Aussagen, die an Komiteetreffen gegeben wurden. And the purpose of these statements that we're going to read Und der Grund für diese Aussagen, die wir lesen werden, is to show that what I've put here on the board is true. ist, um zu zeigen, dass was ich hier an die Tafel geschrieben habe, wahr ist. I want to apologize, you don't have them in your booklets and it's not all translated into German. Ich möchte mich entschuldigen, ihr habt diese Aussagen nicht in eurem Handbuch und es ist nicht alles in Deutsch. But this is one of the most important pieces of the information that I want to give you this week. Aber dies ist eine der wichtigsten Teile, die ich euch rüberbringen möchte diese Woche. So when you get the references, please spend time this week researching this and looking it up. Also wenn ihr diese Woche die Quellenangaben gibt, dann verbringt ein bisschen Zeit und geht hin und sucht diese Quellen So you can und liest sie, confirm for yourself that what we're putting on this board is true. damit ihr euch selber überzeugen könnt, dass das, was wir an die Tafel geschrieben hat, auch wahr ist. So this is taken from Life Sketches, page 422, paragraph 2. Okay, dies ist jetzt ein Zitat von Life Sketches, Seite 422, Paragraph 2. All that's spoken in these two paragraphs Alles, worum es, was gesagt wird in diesen zwei Paragraphen, they're not Ellen White statements. das sind keine Aussagen von Ellen White. They're just an introduction to explain the context that I've already said. Das ist nur eine Einführung für das, was ich schon gesagt habe. So the actual main statement that we want to read So, dass die eigentliche Aussage, die wir lesen möchten, the first one is from the General Conference Bulletin, die kommt vom General Conference Bulletin, May 31st, Mai 31, 1909, also Mai 31, 1909, paragraph 15. Paragraph 15. Oh, do you have that? Which one is it? Where? Okay, yeah, that's in blue. Yes, half of it's already been translated. Okay, I'm going to read it in English. So this is. I'm only reading the first sentence for Also us. ich werde jetzt hier den ersten Satz für uns lesen. Here, Ellen White's going to give a dictionary definition of binding off. Hier wird uns Ellen White eine Lektionsdefinition über das Wort Zeit des Bindens oder im Englischen Binding Off geben. Lexikon. So I've said the binding off means the conclusion of the summary. That was my definition. Okay, meine Definition der Zeiten des Bindens war, dass sie Zusammenfassung heißt. Ellen White says this: let us take into consideration the work that is to be done in binding off this, the closing work of the message for these last days.
Also Ellen White sagt nun Folgendes: Lasst uns die Arbeit betrachten, die im Zusammenbinden getan werden muss, das abschließende Werk der Botschaft für die letzten Tage. So all she's saying is the following, Also alles, was sie sagt, ist Folgendes: is that the closing work Dass die abschließende Arbeit in the last days in den letzten Tagen is the binding off. die Zeit des Bindens sein wird. So I'll read it again. So, ich werde es nochmal lesen. Let us take into consideration Lasst uns die Arbeit betrachten, the work that is to be done in binding off this, die im Zusammenbinden getan werden muss, the closing work of the message for these last days. das abschließende Werk der Botschaft für die letzten Tage. So the binding off So die Zeit des Zusammenbindens is the closing or finishing work ist die abschließende Arbeit of the message for the last days. der Botschaft für die letzten Tage. So she says the binding off is the closing work. So sie sagt, die Zeit des Bindens ist die Arbeit, die abschließende Arbeit. In the German, does it say the message in singular? Ja, The work? der Botschaft. So we want to clarify here that it says the message is in the singular. There's only a single message at the end of the world. Okay, wir möchten hier deutlich machen, dass es nur das Botschaft Singular ist, also ist nur die Botschaft. In Einzahl. So when we think about the first, second, and third angels' messages, it's only one message. Also wenn wir jetzt die erste und zweite, dritte Engelsbotschaft anschauen, dann wissen wir, es ist nur eine Botschaft. And there's a message that's been given to the world. Und es gibt die Botschaft, die der Welt gegeben wurde. It was given right from the beginning Es wurde seit Anbeginn gegeben, in Genesis im ersten Buch Mose, to the end of the world. bis zum Ende der Welt. And this is the everlasting gospel. Und dies ist das ewige Evangelium. It's one message. Es ist eine Botschaft. And she says we need to consider Und sie sagt, wir müssen dies betrachten, this, which is the binding off or the conclusion or the closing message. also wir müssen dies betrachten, das Ende, was die Zeit des Bindens ist. So here's this message that's run through 6,000 years of history, Also hier haben wir jetzt die Botschaft, die schon seit 6000 Jahren in der Welt ist. and she defines the end of this message as the binding off, Und sie definiert das Ende dieser Botschaft als die Zeit des Bindens, which is what we've got here. was wir hier sehen. It's the conclusion or the summary or the end of a message. Hier die Zusammenfassung oder das Ende der Botschaft. Review and Herald, Review and Herald November 25th, am 25. November 1909, 1909, paragraphs 1 to 3. die Paragraphen 1 bis 3. So you can see this is in November, Also wie ihr sehen könnt, ist dies im November. and you can see the General Conference Bulletin was in May, so this is after the General Conference. Und ihr seht, dass die Konferenz im Mai war. Also wir sehen, dass dies später wie die Generalkonferenz war. Now, this statement was published in November, but it was actually discussed in June of that year. Okay, also diese Aussage wurde im November gedruckt und rausgegeben, aber sie wurde eigentlich schon im Juni diskutiert. And it explains all of that in this document. Und in diesem ganzen Dokument wird das besprochen und erklärt. So we're going to read paragraph 3. Und wir werden jetzt den Paragraph 3 lesen. She says this. In many of our large cities, the first and second angels' messages were proclaimed during the 1844 movement. In vielen unserer großen Städten wurde die erste und zweite Engelsbotschaft während der Bewegung von 1844 verkündet. So Nun, here's 1844, hier haben wir 1844 1798, und 1798 and we had the first and second angels' messages, und wir haben die ersten zwei Engelsbotschaften hier. and we're familiar with the sequencing of that, hopefully. Und ich hoffe, wir sind vertraut mit der Abfolge dieser Botschaften. She says in many of our large cities, the first and second angels' messages were proclaimed during the 1844 movement.
Sie sagt, in vielen unserer großen Städte wurde die erste und zweite Engelsbotschaft während der Bewegung von 1844 verkündet. That's a historical event, Dies ist ein historisches Ereignis, which was a work that their forefathers did. Was ein Werk war, was ihre Vorväter vollbracht haben. Then she says to you, Dann sagt sie zu dir, as God's servants, als Gottesdiener, essentially the children, also die Kinder, has been entrusted the third angel's message, the binding off message that is to prepare a people for the coming of our King. dir als Gottesdiener wurde die dritte Engelsbotschaft, die Botschaft des Bindens anvertraut, welches unser Volk auf das Kommen des Königs vorbereitet. So here she's using the same principle, Also hier gebraucht sie nun das gleiche Prinzip, but she's not going from the very beginning of the earth's history. aber sie fängt hier jetzt nicht an am Anfang der Welt. She's saying the first and second angel's messages Sie sagt, die erste und zweite Engelsbotschaften were given in the 1844 movement wurde in der Bewegung von 1844 gegeben, by the forefathers, bei den Vorvätern oder durch die Vorväter. and then she says here Und dann sagt sie hier, to you, sie sagt zu dir, and this is in the year 1909, und dieses im Jahre 1909, has been entrusted the third angel's message. dir wurde die dritte Engelsbotschaft anvertraut. Now, I'm not trying to get you to read anything into the dates. This is not the point of this discussion. Also ich möchte euch nicht hier jetzt mit Daten, ich möchte euch nicht jetzt reinbringen, nur auf die Daten zu schauen. What we're trying to see is the relationship between these messages and to define what the third angel's work is. Was ich hier machen möchte, ist, um euch deutlich zu machen, And to define what the third angel's message okay, is. ich möchte euch verdeutlichen, wo hier und wann und was die dritte Engelsbotschaft ist. So here's a definition in this statement, paragraph 3. Also wir haben hier eine Definition in diesem Paragraphen. She says the third angel's message, the binding off message. Sie sagt, die dritte Engelsbotschaft, die Botschaft des Bindens. So that's a biblical definition or an inspired definition Also dies ist eine biblische Definition oder eine inspirierte Definition, that the binding off is the third angel's message. dass die Zeit des Bindens Binding off is the third, okay, dass die Zeit des Bindens die dritte Engelsbotschaft ist. She's already defined that the binding off is the conclusion or the closing work of a message. Sie hat bereits schon gesagt, dass die dritte Engelsbotschaft die abschließende Arbeit ist, die Arbeit des Bindens. So in one breath, she says all three angels' messages are a singular message, Also in einem Atemzug sagt sie, dass alle Engelsbotschaften, alle drei eine Botschaft sind. so this is this one we had here, Also one das- message. Also das, was wir hier aufgezeigt haben, eine Botschaft. But here she says the third angel's message. Aber hier sagt sie die dritte Engelsbotschaft. So we can see that there's this apparent discrepancy. Also wir sehen hier, dass eine It appears to be a discrepancy, Discrepancy, what is it? a difference. Oh, okay, also es scheint hier, als würde es hier einen Unterschied oder ein Missverständnis geben. Because here she's saying there's one message, Denn hier sagt sie, hier ist eine Botschaft. and at the end of a message you have a conclusion or a Und- closing work. Und am Ende einer Botschaft haben wir eine abschließende Arbeit. And here she says the third message is the binding off. Und hier sagt sie, dass die dritte Engelsbotschaft diese Zeit des Bindens ist. Which would mean the first and second messages are not the binding off. Was aussagen würde, dass die erste und zweite Engelsbotschaft nicht die Zeit oder die Arbeit des Bindens ist. So you'll see that she uses both models interchangeably. Also sehen wir, dass sie beide Modelle hier austauschbar benutzt, dass sie das Gleiche sind. Depending upon the point that she wants to make. Also jetzt, wenn wir uns den Punkt ansehen wollen, den sie hier machen will, Because sometimes she wants to make the point that this is one message and this is the end of the message. also again please. Sometimes she wants to make the point Manchmal möchte sie den Punkt machen, that this is a singular message and this is the end. dass dies eine Botschaft ist und das dann das Ende ist dieser Botschaft. But at other times, Aber in anderen Zeiten, she wants to make the point that this is a message in and of itself.
dann möchte sie den Punkt machen, dass dies die Botschaft für sich selbst ist. So we need to become comfortable with looking at this subject from both perspectives. So müssen wir nun lernen und uns daran gewöhnen, dass wir dieses Thema oder von beiden Seiten anschauen können. We're in Testimonies to the Church, Volume 9, Und im Band der Zeugnisse, im 9. Band der Zeugnisse, page 98 Seite 98 to 100. bis 100. We're not going to read all these statements, but we want to make some points from here. Wir möchten nicht das Ganze jetzt lesen, aber wir möchten trotzdem ein paar Punkte hier rausbringen. The title of this section is In the Cities of the East. Und die Überschrift dieser Zitate ist hier in den Städten des Ostens. I know it's hard to follow along. It's on the screen, so you should be able to read it along with us. Also ihr könnt es hier auf der Leinwand mit uns mitlesen. Instruction has been given me that the message should go again with power in the cities in the eastern states. Anweisung wurde gegeben, dass die Botschaft in den Städten der östlichen Staaten wieder mit Kraft verkündigt werden sollen. The point I want to pick up from this sentence Den Punkt, den ich jetzt in diesem Satz vorbringen möchte, is that it's a singular message. dass es eine singuläre Botschaft ist. We already read previous to this Wir haben schon vorher gelesen, when we read from the Review and Herald article. als wir den Artikel von Review and Herald gelesen haben, She said that the first and second angels' messages were proclaimed during the 1844 movement. wo sie sagt, dass die erste und zweite Engelsbotschaften während der Bewegung von 1844 verkündet wurden. That's messages in the plural. Da sind die Botschaften im Plural. And now she says, instruction has been given me that the message, singular, Aber nun sagt sie, Anweisungen wurden gegeben, dass die Botschaft hier wieder in singulärer Form, einzeln. so in the Review and Herald article, she says messages in the plural, but in 9T, she says message in the singular. Also im Review and Herald sagt sie Botschaften im Plural, aber im Band der Zeugnisse, da sagt sie Botschaft, also im Singularzustand. So these two messages So diese beiden Botschaften is a singular message. ist eine einzelne Botschaft, die gleiche Botschaft. This passage is going to define Diese Botschaft wird definieren oder beweisen this statement here. diese Aussage hier drüben. So let's read it carefully as we go through. So lasst es uns vorsichtig lesen, während wir durchgehen. She actually says it in this one sentence. Denn sie sagt es sogar in diesem einen Satz. She says that the message should go again. Sie sagt, die Botschaft muss wieder gehen. Also So- muss wieder verkündigt werden. The message went once, Also die Botschaft wurde schon einmal verkündigt and now the message is going to go again. und nun sollte die Botschaft noch einmal verkündigt I'm werden. going to change this from one to the word the. So, ich werde das jetzt von 1 auf die umändern. In the English, it's called a definite article. Im Englischen, auch im Deutschen wird das der bestimmte Artikel genannt. That's the same in German, yeah? Yeah. Okay. So it says the message. Also es sagt hier die Botschaft. Now, when you say the, Also wenn man jetzt die sagt, it's talking about something specific. dann ist das bestimmt. So the message is going to be repeated here that was already given here. Also die Botschaft wird hier wiederholt, die schon einmal vorher dort gegeben wurde. So you can see that this statement is indeed correct. Also sehen wir, dass diese Aussage hier drüben nun wirklich wahr ist. And if you don't look at this and say, this is great light, Und wenn ihr jetzt nicht wenn man das jetzt nicht anschaut und sagt, oh, das ist großes Licht, then I don't think you understand the implications of what's been shown you. dann denke ich nicht, dass ihr versteht, The implications, okay, the consequences. ja, die Konsequenz, was dies mit sich zieht. So we're going to read on. Also werden wir nun weiterlesen. In many of the large cities of the East, the first and second angels' messages were proclaimed during the 1844 movement. In vielen der großen Städten im Osten wurde die erste und zweite Engelsbotschaft während der Bewegung von 1844 verkündigt. So here she's defined that the first and second angels' messages are indeed one message. Also hier sagt sie oder definiert sie, dass die erste und zweite Engelsbotschaft nun wirklich eine Botschaft ist.
To us, as God's servants, has been entrusted the third angel's message, the binding of message. Uns als Gottes Diener wurde die dritte Engelsbotschaft, die Botschaft des Bindens, anvertraut, welche unser Volk auf das Kommen des Königs vorbereitet. That is to prepare a people for the coming of the king. I already read that. Sorry. Okay, that's fine. So it's this message here, Also es ist diese Botschaft hier, the third angel's message, die dritte Engelsbotschaft, that is to prepare us die uns vorbereiten soll, to meet God. um Gott entgegenzutreten oder zu treffen. And if this message prepares you to meet God, Und wenn diese Botschaft uns vorbereitet, Gott zu treffen, then you know that this one does as well. dann wissen wir, dass auch diese Botschaft uns vorbereitet. And as we consider the binding off, Und während wir jetzt diese Zeit des Bindens uns anschauen, we must know that the thing that prepares you to have that experience und da müssen wir jetzt erkennen, was uns darauf vorbereitet, diese Erfahrung zu haben. remember, this is the third angel. Erinnert euch, dies ist der dritte Engel. This is the Mare vision. Das ist die Mare-Vision. And the experience that you will have Und die Erfahrung, die ihr haben werdet, is the Mara vision. ist die Mara-Vision. And what prepares you to have this experience here? Und was bereitet uns nun darauf vor, diese Erfahrung zu erfahren? The experience of the Mara vision, Die Erfahrung der Mara-Vision, the thing that qualifies you for this, die Sache, die dich dafür qualifiziert, is receiving this message here. ist diese Botschaft hier. And this message Und diese Botschaft is the Hazon vision. ist die Chason-Vision. There are lots of implications in that statement. Das sind viele Anwendungen Anwendungen in diesem Zitat. So I'm a little bit over time, so we're going to stop here. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit, also werden wir hier Stopp machen. And we've just read Testimonies to the Church, Volume 9, page 98, paragraph 1. Also wir haben gerade das 9. Band der Zeugnisse, Seite 98, Paragraph 1 gelesen. So in our next statement, in our next presentation, we're going to carry on this passage. Und in unserer nächsten Präsentation werden wir den nächsten Paragraph lesen. We're going to reinforce and develop this argument. Dann werden wir dieses Argument nochmal verdeutlichen, And wiederholen und verdeutlichen. And then we're going to go into the notes that you have in your booklet. Und dann werden wir zum Handbuch kommen, zu den Notizen, die ihr in eurem Handbuch habt. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your watch care over us. wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst und über uns stehst. We thank you for the great privilege Wir möchten dir danken für das große Privileg, of being your people at the end of the world, dass wir dein Volk hier am Ende der Welt sein können, upon whom you are shining great light. auf die du großes Licht ausbreitest. Please help to direct us Helf uns und leite uns and to give us wisdom and understanding und gib uns Weisheit und Verständnis and also discernment, und auch Unterscheidungsvermögen, so we may know whether these things are true or not. dass wir erkennen können, ob diese Dinge wahr oder nicht sind. And if they're true, Und wenn sie wahr sind, give us the courage to stand upon these things. dann gib uns den Mut, auf diesen Dingen als Fundament zu stehen. We pray in the name of Jesus. Wir möchten in deinem Namen bitten, im Namen Jesu. Amen. Amen.